Unser Gefäß reicht gerade noch für die Menge von Sauerteig aus. Einen Tag später haben sich richtig viele größere Blasen gebildet. Ihr seht hier gerade, wie es hochblubbert. Hier kommen gerade die Blasen hoch. Da ist richtig Bewegung drin. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Melli und heute zeige ich euch, wie ich einen Sauerteigansatz herstelle. Mein Sauerteig ist, wie alle meine Rezepte, glutenfrei, vegan, ohne raffinierten Zucker, sojafrei und maisfrei. Außerdem verrate ich dir noch, wie du deinen Sauerteig jahrelang haltbar machen kannst. Der Sauerteig wird nur aus Wasser und Vollkornreis gemacht und wie das geht, ist wirklich einfach und wenn du es lernen willst, schau dir dieses Video an. Für die Zubereitung von glutenfreiem Sauerteig benötigst du ganz wenige Dinge. Du benötigst ein sauberes Gefäß, einmal warmes Wasser und einmal Vollkornreismehl, ein Gummi und ein Papiertuch. So, wir starten am ersten Tag. Wir geben in das Gefäß 50 bis 60 Gramm von unserem Vollkornreismehl. Ich wiege es nicht mehr ab, das ist bei mir etwa die Menge. Du kannst es gerne abwiegen. Geben das Wasser dazu, rühren das Ganze kräftig um, dass wir keine Klumpen mehr sehen. Decken es mit unserem Küchentuch ab. Alles, was wir jetzt machen, ist den Teig einfach bei Zimmertemperatur in der Küche stehen lassen oder an einem anderen, nicht zu kalten Ort, etwa 20-25 Grad und bis 12 Stunden später warten. Ich mache es in der Regel so, einmal morgens, einmal abends werde ich den Teig jetzt für 7 Tage lang sozusagen füttern. Füttern bedeutet, dass ich bei jedem Mal, bei jeder Fütterung, genau die gleiche Menge, 50-60 Gramm, an Vollkornreismehl dazugebe und die gleiche Menge, 50 bis 60 Gramm, warmes Wasser. Dann verrühre ich das Ganze, decke es wieder ab mit diesem Küchentuch, Gummi drum und stelle es wieder zur Seite bis zur nächsten Fütterung. Etwa ab dem 3. Tag kannst du damit rechnen, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, das kommt ein bisschen auf die Außentemperaturen an, dass der Sauerteig solche kleinen Bläschen entwickelt. Es passiert auch immer wieder, dass sich so verschiedene Schichten bilden. Hier bei mir siehst du heute, dass es 2 Farben hat. Das hat aber keine Bedeutung. Das Wichtigste ist, dass es anfängt, Bläschen zu bilden. Unser Sauerteig sieht jetzt ungefähr so aus. Und was wir jetzt machen, morgens und abends, wir werden einfach etwa 50 bis 60 Gramm, bei mir sind es 2 gehäufte Esslöffel, Vollkornreismehl reintun. Und dieser Becher sind 60 Milliliter lauwarmes Wasser und dann verrühren wir das Ganze kräftig, damit das klumpenfrei ist, mit einem sauberen Löffel. Von der Küchenrolle einfach so ein Papier drüber. Ich mache dann so ein Gummi außenrum und lassen das einfach wieder in der Küche an einem ganz normalen Platz ruhig stehen. So, jetzt rühren wir hier wieder unsere 2 Löffel Mehl rein, beziehungsweise 60 Gramm, ein bisschen mehr, und gießen unser lauwarmes Wasser dazu. Mein Gläschen sind genau 60 Gramm und verrühren das kräftig. Und nach dem Verrühren
jetzt alles wieder eine gleichmäßige Masse. Auch jetzt decken wir das Ganze wieder ab mit einem Küchentuch, beziehungsweise ich mit so einem Küchenkrepp. So, und lassen es einfach so in Zimmertemperatur, ca. 20 Grad, stehen. Von oben sieht es so aus. Hier kommen gerade die Blasen hoch. Da ist richtig Bewegung drin. Da fermentiert es schon richtig. Das riecht aktuell noch nicht richtig gut. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr da dran riecht und ihr denkt, das wird doch nie im Leben ein Sauerteig. So, das ist unser Sauerteig heute. Ihr seht, er ist relativ hoch schon im Glas. Es wird ja jeden Tag mehr. Und hier kann man gerade wieder sehen, wie es blubbert, wie sich alles bewegt. Und jetzt schauen wir mal rein, wie das oben im Glas ist. Heute sehen wir hier auch lauter Blasen. So, auch am 6. Tag füttern wir unseren Sauerteig auf gewohnte Art und Weise. Das heißt, wir geben wieder unsere 50 bis 60 Gramm Reismehl rein. Ganz wichtig, Vollkornreismehl. Das funktioniert einfach besser, habe ich aus Erfahrung bemerkt. So, unsere 50 bis 60 Milliliter warmes Wasser und rühren auch heute wieder kräftig um, bis es klumpenfrei ist. Und dann stellen wir es wieder in die Küche, decken es mit unserem Küchentuch ab und dann sind wir fast am Ende der Woche angekommen. Am 6. Tag ist der Sauerteig relativ hoch in diesem Glas schon. Von oben sieht er so aus. Und es kann passieren, je nachdem, wie groß euer Gefäß ist, dass der Sauerteig so weit nach oben geht, dass ihr vor dem 7. Tag den in ein anderes Gefäß umfüllen müsst. Wenn ihr das dann eine ganze Woche lang macht, morgens und abends euren Sauerteig zu füttern, dann ist der Sauerteig nach einer Woche fertig und ihr lagert ihn ab dann im Kühlschrank. So, heute am 7. Tag wird es schon ein bisschen knapp hier mit dem Platz, aber es reicht gerade noch. Das heißt, wir tun jetzt hier wieder unser Mehl dazu. Dann gießen wir unser Wasser dazu und jetzt schaffen wir es gerade noch so, das Ganze zu verrühren. Wir sind ja jetzt am 7. Tag bei der ersten Fütterung, deshalb decken wir das Ganze nochmal mit unserem Crepe zu. Machen das Gummi drauf und stellen es nochmal bei Zimmertemperatur zur Seite. Bei der allerletzten Fütterung am 7. Tag, am Abend, machen wir das nochmal gleich. Wieder unsere Menge an Mehl. Letztes Mal Wasser. Und rühren wieder. Der ist es relativ flüssig bei mir. Das macht aber nichts. So, der ist durchgerührt. Und jetzt beim letzten Mal verschließen wir das Glas mit einem Deckel. Und ab jetzt lagern wir das Ganze in unserem Kühlschrank. Mit diesem Sauerteigansatz kannst du meine ganzen Rezepte, die Sauerteig benötigen, backen. Außerdem kannst du diesen Sauerteigansatz zu allen Hefegebäcken zufügen, zum Beispiel für Pizza oder Schneckennudeln. Einfach, wenn du ein Rezept mit Hefe hast, noch ein bisschen Sauerteig dazu. Das macht das Ganze aromatischer. So, und jetzt gibt es noch den Tipp von mir, den ich dir versprochen habe, was du machst, um deinen Sauerteig auf Jahre hin haltbar zu machen. Wenn du weißt, du kannst dich längere Zeit nicht um deinen Sauerteig kümmern, dann gibt es folgenden Trick. Du nimmst einfach ein Backblech, nimmst deinen Sauerteig, meiner ist jetzt relativ flüssig, schüttelst ihn durch
verstreichst das Ganze, so dass es eben ganz dünn, also ihr könnt euch das vorstellen, ne, dass es ganz dünn wie so ein Pfannkuchen ist. Und dann trocknest du den bei niedriger Temperatur, sprich unter 30 Grad, entweder im Backofen oder vielleicht hast du einen Dörrautomat. Und wenn das dann getrocknet ist, wichtig ist, dass es wirklich ganz trocken ist, sonst schimmelt es. Dann nimmst du das raus und kannst es hier in so kleine Stücke brechen. Und die kannst du dann, wenn du wieder einen Sauerteig benutzen möchtest, einfach neu aktivieren, indem du die in Wasser einweichst. Und dann hast du einen neuen Sauerteig. Wenn dein Sauerteig dir nicht gelingt, obwohl du das Gefühl hast, du hast dich an die ganzen Dinge gehalten, die ich erklärt habe, dann überprüf doch nochmal, wie das mit der Temperatur aussieht. Wenn der Sauerteig nämlich zu kalt steht, dann braucht er sehr lange, bis er ins Fermentieren kommt. Wenn er jedoch zu heiß, also zu warm steht, dann geht es zu schnell und es bilden sich dann Bakterien oder fermentiert auf eine Art und Weise, dass er eben nicht mehr gut schmeckt und dann kann er auch schnell quasi kippen und kaputt gehen. Dann am besten auf eine Temperatur zwischen 20 und 25 Grad achten. Was ich mache bei mir, schau hier, ich habe hier dieses schöne dicke Brett, das steht immer neben meinem Herd. Und wenn ich einen neuen Sauerteigansatz mache, dann stelle ich das immer da drauf. Denn ich habe Granitoberflächen in der Küche und die sind recht kalt. Das heißt, um zu vermeiden, dass er nicht zu kalt wird, ist es auch eine Idee, dass du den auf ein Holzbrett, also auf eine relativ warme Unterlage stellst. Das musst du einfach ein bisschen ausprobieren, wie das bei dir ist. Was du auch noch wissen solltest, wenn du Sauerteig machst und der etwas flüssiger ist, dann gibt es ganz kleine Bläschen. Dann gibt es auch nicht so ein hohes Volumen im Glas. Wenn dein Sauerteig etwas weniger flüssig ist und er insgesamt einfach fester ist, dann werden die Blasen deutlich größer und der Sauerteig nimmt auch an Volumen zu. Das heißt, wenn du jetzt einen flüssigen Sauerteig hast oder einer, der flüssiger ist, wie das bei mir irgendwie meistens der Fall ist, dann mach dir keine Sorgen, wenn der einfach relativ niedrig bleibt. Der wird trotzdem funktionieren. Wichtig ist nur, dass er Blasen hat. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, freue ich mich total über ein Abo von dir. Darfst mich gerne liken und bis zum nächsten Mal.